Hallo Leute und herzlich willkommen in einem neuen YouTube-Video. Ich nehme euch in diesem Video mit. Wir verbringen zusammen die ganze Vorweihnachtszeit und Weihnachten selbst. Dieses Jahr ist Weihnachten ganz besonders für mich. Ich fühle mich sehr erwachsen. Dieses Jahr kommen tatsächlich meine Eltern und meine Schwiegereltern zu uns vorbei. Also wir feiern bei uns. Kennst du dieses Gefühl? Du fährst nicht mehr zu Mama und Papa an Weihnachten, sondern Mama und Papa kommen zu dir. Also sehr, sehr spannend. Ich habe ganz viel geplant. Wir werden zusammen einen Tannenbaum holen. Wir gehen zusammen auf den Weihnachtsmarkt. Und ganz am Ende zeige ich dir ein bisschen, was ich für Weihnachten koche, wie ich meinen Tisch dekoriere. Natürlich packen wir auch zusammen die Weihnachtsgeschenke und vielleicht backen wir sogar zusammen. Ganz viel geplant. Ich hoffe, dir bringt das Video ganz viel Spaß und ganz viel Freude. Wir werden auch viele neue Vokabeln mit Artikeln lernen. Außerdem gebe ich dir noch ein paar Ausdrücke, die dir helfen, dich noch ein bisschen wohler in Deutschland zu fühlen. Den ganzen Wortschatz werde ich für dich in einer großen PDF-Datei zusammenfassen. Außerdem erstelle ich dir dazu eine Übung. Also hier, so sieht die Datei aus. Lade sie dir jetzt komplett kostenlos herunter. Klicke einfach auf den Link in dem angepinnten Kommentar, trag deine E-Mail-Adresse ein und schon nach ein paar Minuten bekommst du die Datei per E-Mail zugeschickt. Es ist ganz wichtig, dass du auch deinen Spam-Ordner kontrollierst. Manchmal landen meine E-Mails leider im Spam und es ist auch wichtig, dass du deine E-Mail-Adresse bestätigst. Wenn du das nicht machst, dann bekommst du die Datei leider nicht. Also mach das jetzt, dann hast du den Wortschatz vor Augen und wir legen los. Wir haben heute tatsächlich einiges vor. Ich freue mich auf dieses Video. Let's go! Eigentlich habe ich nicht geplant, das hier noch aufzunehmen, aber mein Büro sieht so süß aus. Ich habe das so schön weihnachtlich dekoriert. Oh, love it! Ich habe fast alles aufgenommen. Heute der letzte Drehtag in diesem Jahr. Verrückt. 2025 ist einfach wie im Flug vergangen. So schnell, ich habe es gar nicht gemerkt und schwupps war das Jahr vorbei. Aber anyways, so ist das Leben, wir werden alt. Was machen wir jetzt? Wir backen jetzt die Geschenke. Ich erkläre euch noch ein paar Verben dabei. Heute wird nichts mehr gemacht und morgen holen wir zusammen den Tannenbaum, gehen auf den Weihnachtsmarkt, wir haben zusammen Spaß, beziehungsweise ich habe Spaß mit euch. Ich hoffe, ihr auch mit mir. Lange Rede, kurzer Sinn. Lasst uns Geschenke backen, weil ich kann noch Ewigkeit quatschen. So, ich habe jetzt alles geholt. Ich habe hier einen Stuhl, das ist ein Hocker. Der Stuhl hat keine Armlehnen und keine Rückenlehne. Deshalb nennt man diese Art von Stuhl einen Hocker. Und hier habe ich auch noch einen Tritt. Das ist ein Tritt. Ich glaube, das passt. Sieht lustig aus. Schaut mal. Real life. Das heißt real life, I would say. Wir machen uns jetzt einfach schöne Musik an und ich verpacke schnell die Geschenke. Also schnell für euch, lang für mich. Es dauert eine Weile. Vielleicht kann ich euch ganz kurz zeigen, was ich habe. Also ich habe eine Creme für meine Mama, eine Kerze für meine Schwiegermutter. Ich habe mein altes iPhone, was ich meinem Papa schenke. Der freut sich bestimmt sehr doll. Und ich habe für meinen Papa auch einen Rasierer gekauft. Das verpacken wir jetzt. Ich habe auch noch ein Geschenk für meinen Mann. Das spreche ich aber jetzt nicht aus, weil er das vielleicht hört. Aber ihr werdet das gleich sehen. Leute, das Wort Geschenk, das Geschenk, ist immer neutral. Das. Also die meisten Nomen mit dem Präfix G sind das. Das Geschenk, das Gericht, das Gesicht,
Aber nicht alle. Manche sind auch der oder die wie die Geschichte. Also pass auf, die meisten sind das, aber nicht alle. Die Geschenke verpacken wir. Wir verpacken die Geschenke. Wir packen den Koffer, aber wir verpacken die Geschenke. Also, wir machen uns jetzt an die Arbeit. Das ist für meinen Mann. Hier, mein Mann ist gerade gekommen und ich habe eine Frage an dich. Du hast mir gestern gesagt, ich habe gesagt, ich habe Angst, dass Tobias von meinem Geschenk enttäuscht sein wird. Und du hast mir gestern gesagt, dass du nur einmal im Leben enttäuscht warst. Erzähl bitte die Geschichte. Ich habe eine Hose bekommen, als ich 10 war. Das war nicht so spannend. Ja, okay, jetzt hast du es verraten. Kannst du ein bisschen spezifizieren? Erzähl ein bisschen im Detail. Es war einmal... Ein kleiner Junge namens Tobias, als er 10 war. Und ich habe eine Hose geschenkt bekommen und fand das sehr traurig. Und da war ich sehr enttäuscht. Und da habe ich realisiert, man sollte nicht enttäuscht sein bei Geschenken. Also, egal was ich geschenkt bekomme. Ja, okay, nicht egal was ich geschenkt bekomme. Entweder man kann mir was schenken, was ich mag. Das wissen die Leute dann meistens. Oder halt gar nichts. Aber enttäuscht bin ich so oder so nicht. Wenn ich was bekomme, ist okay. Worüber würdest du dich freuen? Ich freue mich über alles. Was sind Sachen, über die du dich besonders freust? Bücher. Ganz viele Bücher. Bücher, okay. Punkt. So einfach. Ja. Okay. Vielen Dank, Herr Riedmeier. Schönen Tag und auf Wiedersehen. Bitte verlassen Sie mein YouTube-Video. Okay. So, ich habe eine Menge Geschenke verpackt. Eigentlich alle, die ich mir heute vorgenommen habe. Ja, wir sehen uns dann morgen beim Tannenbaumschlagen bzw. Tannenbaum abholen. Wir haben hier keinen Acker in der Nähe, wo wir Tannenbaum schlagen können. Also gehen wir einfach zu einem Tannenbaumverkauf, wo die Bäume schon geschlagen sind. Also der Tritt sieht scheiße aus, aber sonst sieht mein Setup super süß aus. Ich bin so glücklich damit. Wir sind da. Wir hätten gerne einen Tannenbaum. Wir suchen nach einem Baum, der ungefähr 1,80 Meter groß ist und nicht zu breit, weil wir nicht so viel Platz haben. Der Mitarbeiter hier meinte, für uns kommt ein Rot, Orange und Blau in Frage, aber ich finde, Blau sieht nicht so gut aus. Also sie sind nach verschiedenen Qualitätsstufen hier geteilt. Und Rot ist die beste Qualitätsstufe. Ich glaube, Tobias hat den besten Baum gefunden. Der erste, den er angefasst hat, der sieht richtig gut aus. So süß. Guten Morgen! Es ist noch sehr früh, aber wir sind schon unterwegs. Wir fahren zum Flughafen, holen meine Eltern ab. Ich freue mich schon so sehr drauf, dann sind wir vollständig. Meine Schwiegereltern sind schon vor 2 Tagen angekommen oder sind sie gestern angekommen? Jetzt waren. Ja, also heute holen wir noch meine Eltern ab und dann kann Weihnachten kommen. Hoffentlich sind sie schon gelandet. Ich habe noch nichts von ihnen gehört, aber wir fahren trotzdem schon zum Flughafen.
wir fahren jetzt und wir gehen auf den Weihnachtsmarkt. Wow, Dampfnudeln. Ich bin jetzt auf dem Weihnachtsmarkt. Es gibt in Frankfurt einige Weihnachtsmärkte und heute gehen wir natürlich auf den schönsten. Ich muss jetzt ein paar Minuten dahin laufen. Jetzt ist die Stadt ziemlich gesperrt. Man kommt nicht so einfach von A nach B. Was gut ist, Sicherheit ist wichtig. Naja, anyways, let's go. Ja, trinken wir ein Weinchen. Und ich erkläre euch noch ein paar mehr Vokabeln zum Thema Weihnachten. Oh, ich habe so gute Laune. Ich liebe diese Zeit. Die schönste Zeit des Jahres. So, dieser Weihnachtsmarkt in Frankfurt heißt Weihnachtsmarkt am Goetheplatz. Da ist ein Denkmal, Goethe-Denkmal. Und hier sieht man ein Riesenrad. Das Riesenrad. Das ist einer meiner Lieblingsweihnachtsmärkte. Sehr süß, immer mit Musik und guter Laune. Hier rechts neben dem Riesenrad gibt es eine Bühne. Oh, das sieht so schön aus. Ja, also ich warte gerade auf eine Freundin. Dann trinken wir zusammen einen Glühwein. Der Glühwein, der Weihnachtsmarkt. Und Leute, man sagt immer, ich gehe auf den Weihnachtsmarkt, also auf, und ich bin auf dem Weihnachtsmarkt. Also wir benutzen mit dem Wort Weihnachtsmarkt immer die Präposition auf. Ich bin jetzt fast angekommen und mir ist gerade noch ein sehr schönes Wort eingefallen. Hinter mir ist ein Karussell. Das Karussell. Links ist noch ein Weihnachtsmarkt, aber wir gehen zu dem Hauptweihnachtsmarkt. Zu dem schönsten und ältesten Weihnachtsmarkt in Deutschland. Nicht in Deutschland, in Frankfurt. Der erste Glühwein des Jahres. Cheers! Prost! Auf dem Weihnachtsmarkt muss man unbedingt etwas Leckeres essen. Es gibt ganz viele Optionen. Wir haben jetzt einen Wein getrunken und holen uns jetzt was zu essen. Ich denke, Freunde von uns werden gleich ein Würstchen essen. Also nehme ich das direkt auf. So, unser zweiter Glühwein. Das Essen hat sehr gut geschmeckt. Und ich schließe den Abend jetzt ab. Ich wollte euch noch ganz kurz sagen, dass die alkoholischen Getränke in der deutschen Sprache fast immer maskulin sind. Der Wein, der Glühwein, der Sekt, der Rum, der Gin und so weiter. Aber das Bier. Prost, unser zweiter Glühwein. Schönen Abend und wir sehen uns beim Tannenbaumschmücken. Der Tannenbaum ist geschmückt, der Tisch ist gedeckt, das Essen ist gekocht. Alles ist vorbereitet. Und die ganze Familie ist da. Mama sagt Hallo. Hallo. Hallo.
Und ja, wir gehen jetzt zur Kirche und danach feiern wir ein entspanntes, besinnliches Weihnachtsfest. So, meine Lieben, wir sind jetzt zu Hause. Der Tisch ist gedeckt, das Essen ist gekocht. Wir können jetzt starten und ich möchte diesen Abend mit meiner Familie genießen. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß mit uns in der Vorweihnachtszeit. Ich hoffe, dass ihr auch ganz viel gelernt habt. Denkt daran, die kostenlose PDF-Datei herunterzuladen. Den Link findet ihr unter dem Video in dem angepinnten Kommentar. Wir essen gleich, haben ganz viel Spaß zusammen, spielen ein bisschen Musik, haben die Bescherung. Das Wort Bescherung habe ich noch nicht erklärt. Die Bescherung bedeutet, dass wir Geschenke auspacken bzw. Geschenke einander schenken. Ihr habt vorhin gesehen, es gibt ganz viele Geschenke, also ich bin schon ganz gespannt und freue mich einfach auf einen schönen und entspannten Abend mit der Familie. Denkt daran, dieses Video zu liken und meinen Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns nächsten Sonntag in einem neuen Video. Bis dann! Bleibt dran und bleibt fleißig. Ciao!